Ihr werdet heute Zeugen einer kleinen Revolution. Damit wird das Laserschweißen, das Laserreinigen, aber auch das CNC-Laserschneiden deutlich einfacher und vor allen Dingen auch deutlich bezahlbarer. Xtools ist einer der bekanntesten Hersteller für Lasergraviergeräte und die haben jetzt ein Laserschweiß-, Schneid- und Reinigungssystem auf den Markt gebracht mit unglaublichen Möglichkeiten. Ich habe das ein paar Mal im Internet gesehen und ich habe gedacht, so eine Anlage musst du unbedingt auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt eine Einladung bekommen, durfte mir das in Süddeutschland angucken und ich kann euch versprechen, das, was ihr hier sehen werdet, wird euch begeistern. Das wird euch absolut abholen. Das ist einfach interessant, egal ob man so eine Anlage haben möchte, haben kann oder die Möglichkeit hat, aber es ist von der Technik her einfach unglaublich genial. Bevor wir jetzt loslegen, aber ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis. Ein Laser ist kein Spielzeug. Man sollte wirklich massiv auf seine Gesundheit achten, sollte wirklich genau wissen, was man da macht. Die Anlage macht es einem durch zahlreiche Sicherheitsfeatures wirklich deutlich einfacher, als das normal der Fall ist. Trotzdem, Laser ist alles andere als ein Spielzeug. Wir haben viel Spaß gehabt. War der reinste Männerspielplatz. Wir waren Julian von German Welding Tools, bei dem steht die Anlage, und Dirk The Metalist, auch sehr bekannt von YouTube. Wir haben uns zu dritt da getroffen und haben 2 Tage lang die verschiedensten Sachen ausprobiert. Viel Spaß gehabt. Ich sage auch immer wieder Männerspielplatz, aber wir haben trotzdem immer massiv auf unsere Sicherheit geachtet. Mit einem normalen Schweißgerät kann man sich verbrennen, mit einem Laser kann man sich die ganze Hand durchschießen, beziehungsweise kann sich innerhalb von wenigen Minuten mal ganz schnell das Auge ruinieren. Jetzt kommen wir aber zum Wesentlichen zurück. Das ist ein Xtool Lasergerät. Dieses Gerät bietet die Möglichkeit schweißen, reinigen, aber auch schneiden. Dazu gibt es zusätzlich ein Gerät. Da kann man dann ganz einfach den Brenner von dem Lasergerät einbinden und dann kann man das über einen Laptop, über eine spezielle Software steuern. Und diese Software ist wirklich grandios einfach. Ich zeige euch das gleich an einem Beispielprojekt und so kann man dann auch seine Bauteile ausschneiden. Und was damit alles so möglich ist, wie einfach es ist, das zeige ich euch jetzt einfach mal an der Steuerung. So, ich zeige euch mal die Steuerung. Das ist wirklich extrem interessant, wie einfach das Ganze ist. Ich habe hier Schweißen, ich habe Reinigen, ich habe Schneiden als Grundfunktion. Und ich kann hier immer in den erweiterten Modus gehen, alles manuell einstellen. Ich habe aber vorgegebene Programme. Damit haben wir jetzt auch nur gearbeitet. Das hat wirklich super funktioniert. Ich kann also beim Schweißen zum Beispiel Edelstahl, Carbonstahl, also normalen Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium, Messing auswählen und habe dann immer die Möglichkeit, die verschiedensten Materialstärken auszuwählen. Ich bin jetzt hier bei Edelstahl, ich habe 0,8er Draht, ich habe 1 mm Material und dann kann ich losschweißen. Also so einfach ist das, ist wirklich sowas von simpel, ist auf Deutsch, ist auf Englisch, ist auf tausenden anderen Sprachen. Genauso kann ich beim Reinigen hergehen, Werkstoff auswählen, 5 oder 10 mm Breite auswählen. Ich kann es beim Schneiden nutzen, ich kann Edelstahl, ich kann Carbonstahl nehmen und das Gerät gibt mir im Prinzip alles vor. Und wenn ich jetzt hier, wie ich das eben gemacht habe, Edelstahl 1 mm, 0,8er Draht, gehe ich hier nochmal drauf, gibt es nochmal einen Sicherheitshinweis, den bestätige ich und dann kann ich loslegen. Und das ist unser erstes kleines Projekt, was wir geschnitten haben. Das heißt, der Laptop wird angeschlossen, die Software ist installiert. Es wird ganz einfach die Pistole, der Brenner in das Gerät eingebaut und dann legt man ein Blech ein. Das Blech darf maximal 600 mm von der Höhe haben. Länge könnte durchaus größer sein, das heißt, man kann das auch so seitlich reinschieben. Zu beiden Seiten kann das rausragen, also es könnte auch 2 Meter lang sein. Dann arretiert man das Blech. Und dann kann man in der Software auswählen, was für einen Werkstoff man hat. Man sucht also einfach in der Datenbank, da gibt es alles von allen Materialstärken und dann ist das Gerät im Prinzip schon eingestellt. Jetzt zeigt der Bildschirm noch das alte Blech an, was vorher eingebaut war. Da waren schon die verschiedensten Sachen ausgeschnitten. Jetzt kann man hier einfach eine Referenzfahrt durchführen und dann haben wir den aktuellen Zustand. Man sieht unser Blech. Hätten wir jetzt hier schon Sachen ausgeschnitten, dann würde man das auch alles sehen. Und jetzt kann man wirklich am Laptop einfach eine DXF-Datei in die Software reinziehen, kann das Ganze hier positionieren, kann das Ganze drehen, kann das Ganze skalieren, größer, kleiner, wie man das in irgendeiner Form haben möchte. Und wenn alles richtig passt, von wegen, drückt man auf Start. Man muss das einmal nochmal von der Sicherheit bestätigen und dann fängt die Anlage an zu arbeiten.
Und das ist jetzt wirklich irre, wenn man so einer Anlage beim Schneiden zuguckt und wenn man vor allen Dingen sieht, wie einfach dieser Prozess ist. Wer sich irgendwo mit Schneidanlagen auskennt, der wird wissen, wie extrem das ist. Und das hat hier jetzt innerhalb von 5 Minuten geklappt. Es gibt so 2, 3 kleine Wermutstropfen. Das heißt, wir hatten nicht alle Düsen zur Verfügung, die man hätte brauchen müssen. Die Anlage gibt also auch vor, du kannst jetzt hier schneiden, du brauchst das und das Gas. Die Möglichkeit ist Stickstoff, die Möglichkeit ist Argon oder die Möglichkeit ist Sauerstoff. Das kann man teilweise auswählen, teilweise gibt das die Anlage aber auch vor, weil das nötig ist. Hier wäre zum Beispiel Stickstoff vorgegeben für Aluminium. Wir haben es jetzt mit reinem Argon geschnitten. Das ist natürlich nicht 100% ideal. Trotzdem finde ich die Ergebnisse jetzt alles andere als schlecht. Ist ein sehr sauberer Schnitt, ist unten immer so ein ganz leichter Grat, das war es aber auch. Und auch so haben ein paar andere Düsen noch gefehlt, weil es halt noch eine Anlage ist, die sehr neu da ist und wo noch nicht viel mit gemacht wurde. Die Düsen sind dann übrigens gekommen, wo ich die Firma wieder verlassen habe. Da kam dann irgendwo die Post und hat die Düsen gebracht, hat also ein paar Tage länger gedauert. Aber ansonsten muss ich sagen, atemberaubend. Das ist wirklich geil, das macht wirklich Spaß. Und ich habe das Ganze mir zweimal angeguckt und habe es dann einfach mal vollkommen alleine durchgeführt. Und das habe ich natürlich auch mit meinem Handy gefilmt. Ich schließe hier, man sieht das hier, ein Teil ist gebrannt, ein Teil ist nur noch nicht rausgenommen. Und dann schließe ich das hier. Ich habe hier das nächste Bauteil, eine ganz einfache DXF-Datei. Die kann ich hier hinschieben, wo ich die gerne haben möchte. Kann die größer machen, kann die kleiner machen, kann die dann bewegen. Man sieht hier die alten Dateien. Wenn ich das an der richtigen Stelle habe, dann drücke ich hier auf Weiter mit der Bearbeitung. Das heißt, ich habe vorher die richtigen Werte eingestellt, habe das richtige Material ausgewählt. Jetzt rechnet er kurz. Jetzt hat er hier die Anschnittpunkte. Und jetzt drücke ich hier auf Start. Kommt noch eine kleine Meldung zur Info. Und jetzt leuchtet dieser Punkt hier, das ist nochmal Sicherheitspunkt. Und jetzt fängt der Kumpel an zu schneiden. Also ich mache das jetzt auch gerade zum 3. Mal. Absolut idiotensicher. Absolut geil. Guckt euch das an. So, Schnitt ist soweit ganz gut. Ein bisschen Grat ist noch dran, ist mit Druckluft geschnitten, also nicht mit teurem Schutzgas. Da ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf, aber ich würde mal sonst sagen, eine absolut geniale Anlage. Ich denke mal, man kriegt so einen kleinen Eindruck, wie genial das mit dem Laserschneiden ist. Das könnte ich also wirklich Tag und Nacht machen. Das Gerät kann natürlich auch schweißen. Das haben wir auch ausprobiert. Man rüstet das Gerät um. Man kann das Gerät hier einstellen. Man wählt auch wieder aus, was man schweißen will. Man kann es natürlich auch im erweiterten Modus alles noch einstellen und dann kann man losschweißen. Man kann hier ohne Zusatz schweißen. Man kann mit Zusatz schweißen, wie das halt bei einem normalen Lasergerät möglich ist. Hier ist aber auch wieder der Vorteil, es ist deutlich einfacher. Ich habe schon sehr viele Geräte in der Hand gehabt, habe mir auch schon sehr viel an Messen angeguckt und bei den meisten muss man dann Frequenz einstellen, man stellt Watt ein, man stellt sonst was ein, bis man dann irgendwo ein vernünftiges Ergebnis erzielt. Hier ist es wirklich auswählen und das Gerät schweißt und das Ergebnis stimmt. Laser reinigen ist eine weitere Möglichkeit, die man hiermit nutzen kann. Das haben wir aber nur so am Rande ein bisschen ausprobiert. Kann man auch verschiedensten Materialstärken, die verschiedensten Leistungsstufen einstellen und dann kann man hiermit wirklich auch hier zum Beispiel eine massive Verzunderung einfach abstrahlen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann von Xtools auch mal für 4, 5, 6 Wochen so ein Testgerät kriege. Dann würde ich euch da Projekte hinzaubern. Das ist wirklich Wahnsinn. Apropos Projekte, wir haben auch noch ein sehr schönes Projekt natürlich gleich erstellt. Das ist eine Biegevorrichtung. Die werde ich euch die Tage mal präsentieren. Die hat der Dirkse Metallist auf die Schnelle konstruiert und die haben wir uns dann gleich selber ausgebrannt. Das ist natürlich eine wahnsinnige Möglichkeit. Einer zeichnet auf die Schnelle was, man brennt es gleich selber aus. Das ist auch wieder 4 mm Stahl. Die habe ich mit in meine Werkstatt genommen. Die werde ich die Tage zusammenbauen, werde das Ganze natürlich auch filmen. Ich denke mal, das ist auch eine sehr schöne, einfache Biegevorrichtung mit tollen Möglichkeiten. So, wir haben jetzt 2 Tage lang mit dieser genialen Anlage rumgespielt. Julian, Dirk, wie ist euer Fazit? Also ich habe ja schon mit Gravierlesern von Xtool gearbeitet und mich hat ja damals auch Xtool angeschrieben, ob ich nicht mal das Teil testen will. Habe erstmal dann so den Preis gedacht, weil ich gedacht habe, das Ding ist unbezahlbar ist, aber ist es halt nicht. Ne? Es ist eigentlich
Viel zu günstig, wenn man es genau nimmt. Ne? Ich habe dann auch mit dem Julian in Kooperation mit Julian ein bisschen hier vermittelt, weil der Julian arbeitet, also der hat quasi eine eigene Firma, wo er lasert mit Industriemaschinen. Ja. Und der kennt sich halt bei so Maschinen aus. Ne? Und mein Fazit ist eigentlich, also, ja, es funktioniert, es ist kinderleicht, es ist wirklich, wenn du überlegst, früher hast du was zeichnen müssen und dann hast du es irgendwie ins CAD ziehen müssen, dann ins Programm schachteln müssen. Das ist ja gar nichts mehr. Du hast eine Kamera, du ziehst es auf dem Bild, dieses Teil hin, du kannst in der Größe noch verschieben, vergrößern, verkleinern, so wie du es brauchst. Du kannst das Blech so aufteilen, wie du willst. Also es ist wirklich... Ist kinderleicht. Ja, es ist wie so eine App, ne? Das ist einfach... Also gerade die Funktion mit dem Teile verschachteln auf dem Blech finde ich mega gut, weil wenn ich sehe, was ich da theoretisch im normalen Industrielaser oder bei mir für einen Aufwand habe, und da scannt ja quasi die Kamera in, die scannt das Blech und dann ziehe ich es mit der Maus einfach dahin, wo ich noch Platz habe. Ja. Und wenn ich es größer oder kleiner will, kann ich es mit der Maus einfach machen, mit dem Cursor. Ja, mega gut. Und von der Bedienerfreundlichkeit her ist schon stark. Das ist idiotensicher. Also ist auch alles deutschsprachig, ne? Ja genau, ich kann dir Deutsch einstellen. Genau. Also ich habe, was wir gesehen haben, wir haben es angemacht und du konntest eigentlich nichts falsch machen. Ne? Ja. Du hast es wirklich... Ja. Und wenn irgendein Fehler kommt, dann sagt dir die Maschine auch, wo es fehlt. Ja. Zum Beispiel mit dem Gasdruck. Zu wenig, zu viel, kann man nachjustieren. Was auch ganz cool ist, ich denke mal beim Handgeführten, also nicht in der Maschine, die Maschine, die macht dann quasi jedes Mal, wenn ich irgendwas drücke oder wenn ich hier was umstellen will, macht sie automatisch den Laser aus. Mhm. Ja. Und immer wenn ich neu starte, muss ich dann quasi auch bestätigen, ich habe eine Maske oder eine Brille auf oder meine PSA. Also ist schon sehr benutzerfreundlich und halt auch sicher gemacht, so in dem Punkt. Nee, ich finde es cool. Also wie gesagt, ich fahre zum Beispiel jetzt auch früher heim, wie eigentlich gedacht, weil es hat einfach funktioniert. Ne? Ja, das ist auch mein Fazit. Also ich finde das wirklich sehr einfach, sehr innovativ und vor allen Dingen X-Tools, da hat man auch eine Marke, wo man weiß, dass es nicht irgendwo vor 2 Wochen erst entstanden ist. Genau. Und preislich ist es natürlich ein ganz anderer Level, als sonst solche Anlagen verkauft werden. Ja. Wenn jemand Interesse hat, Julian, der kann hier sogar einen Besuch bei dir buchen. Genau, also über die Webseite von X-Tool kann man sich die Termine buchen. Wir haben es nächste Woche, denke ich, oder jetzt im Moment stellen wir alles ein, dass man das machen kann. Ich bevorzuge natürlich samstags. Ich denke mal, wird bei den meisten Leuten auch so sein. Dann kann man sich die Maschine hier angucken. Gut. Also, alles gut. Okay, dann bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte. Danke fürs Vorbeikommen. Und hat unwahrscheinlich Spaß gemacht mit euch beiden. Gerät verlinke ich natürlich im Profil. Ich hoffe auch immer noch, dass ich auch mal so ein Mustergerät mal irgendwie 4 Wochen bei mir habe. Ich würde da ein Video nach dem anderen raushauen. Ich würde euch da so viele Sachen zeigen. Das ist wirklich sowas von interessante Technik. Die Biegevorrichtung, die wir gebrannt haben, die werde ich die Tage zusammenbauen. Dann werde ich euch die natürlich auch noch mal präsentieren, die mit euch zusammen ausprobieren. Ausprobieren ist auch noch ein tolles Schlagwort. Der Showroom ist in Bad Waldersee bei Leicherwelding. Das ist an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, so ein bisschen über dem Bodensee. Und hier gibt es nicht nur dieses Gerät, hier gibt es auch Schweißtechnik vom Allerfeinsten. Also in vielen Bereichen. Ich habe mir da viele interessante Sachen angeguckt, von Schweißtischen über Brennschneidanlagen, über Schweißgeräte en masse und. Also es ist Wahnsinn. Elektropassivieren habe ich da auch ausprobiert mit einem sehr innovativen Gerät. Hat auch Spaß gemacht. Also es ist wirklich toll, was da nicht alles für Möglichkeiten gibt. Dafür machen wir aber noch mal ein gesondertes Video. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.